Seid gegrüßt, ihr Helden. Ich habe für euch mal die wichtigsten Fragen aus dem Headquarter-Stream mit Waves, Mozone, Thorsten und meiner Wenigkeit zusammengeschnitten. Verzeiht uns vorweg auch schon mal die kleinen Tonprobleme, aber ich glaube, es sollte trotzdem sehr interessant sein. Und falls ihr in Zukunft keine weiteren Videos verpassen wollt, dann drückt doch mal hier auf den Abo-Button. Wir würden uns freuen. Und zwar wird die Trankfarbe wieder in den also die Main-Stats wieder in Trankfarben dargestellt, wenn man Trank aktiv hat. Das Thema ist wirklich jetzt in der Zeit auch wirklich nochmal häufiger aufgekommen und wir hatten es ja aktiv umgestellt und wir hatten häufiger mittlerweile das Feedback bekommen, dass man schneller Übersicht zu bekommen, das Auge eben einfach schneller eben funktioniert als das, was man lesen kann oder so schnell einen Überblick zu bekommen, dass man durch Farben deutlichere Trennungen halt reinbringt. Also das haben wir wirklich als To-Do praktisch wieder aufgenommen. Wann und wie wir es eben anpassen, wissen wir noch nicht ganz genau. Das wird nicht nächste Woche kommen, aber wir sind da auf jeden Fall dran. Und wie ihr bisher ja festgestellt habt, wir reagieren wirklich auf das Feedback, wir setzen es um und nehmen das halt auf. Ich habe eben gerade im Chat eine Frage zum Beutegold gesehen. Ja, ist Thema bei uns, haben auch schon eine Lösung erarbeitet, wird aber etwas dauern. Die kommt in 2 Monaten, wahrscheinlich 2 bis 3 Monaten. Zum Ende des Jahres werden wir da das halt auch anpassen. Und gegebenenfalls können wir da dann auch eine Lösung präsentieren, die die meisten wahrscheinlich dann, sagen wir mal, die größten Teil auch gut finden werden. Ja, ich habe eben noch gelesen, dass mit den Shortcuts, die Frage habe ich auch öfter international bekommen, weil das wusste ich gar nicht, dass viele Leute einfach nur über die Tastatur spielen und halt das alles mit Shortcuts gemacht haben. Ja, die Shortcuts sind halt auch wirklich ein Thema, was wir intern auch schon bereits auf der Liste hatten, ist aber auch wieder mit ein bisschen mehr Aufwand versehen, dies halt umzusetzen und vor allen Dingen, welche Shortcuts wir umsetzen oder wie die Sachen dann halt belegt sind. Wenn man mir sagt, hey, ich habe das Classic-Menü und da drücke ich dann auf einen Buchstaben praktisch mehrere Male drauf und komme durch die Menüs, oder die gesamte Tastatur ist mit verschiedenen Buchstaben belegt für jedes einzelne Menü. Also da werden wir vielleicht auch nochmal praktisch eine Umfrage zu machen, damit wir einfach die feste Rückmeldung bekommen, was ist denn wirklich gewollt, wie man damit halt spielen kann. Ja, ich hatte was gelesen, was bei mir auch häufig im Stream thematisiert ist Fusion. Das ist jetzt völlig abseits des gerade besprochenen Themas, weil wir hatten jetzt Fusion, jetzt ist erstmal Pause und dann fragt sich natürlich auch der Spieler auf einem älteren Server oder jüngeren Server, egal was, bin ich auch irgendwann Teil einer Fusion, beziehungsweise eher auch, wann kommt die denn, weil vielleicht bin ich auf einem Server, der halt nicht so viele Aktivität hat. Ja, also bezüglich Server ist es eben so. Wir haben ja Anfang des Jahres und ich meine, vielleicht musst du einmal deinen Kopf ein bisschen noch zur Seite nehmen. Ihr seht hier hinter ein Artwork, das ihr gegebenenfalls auch kennt. Da ging es halt darum, Anfang des Jahres haben wir ja sehr, sehr viel die Welten gemerged und das war intern, für uns war das wirklich ein sehr schwieriger, sehr langwieriger Prozess, weil wir eben Daten aus praktisch so gut wie 15 Jahren zusammenbringen mussten. Nun ist es eben so, dass wir eine gewisse Regelmäßigkeit damit reinbekommen. Und damit wir eben eine Regelmäßigkeit reinbekommen, definieren wir natürlich zu sagen, okay, wie alt müssten die Server halt sein, wie alt sollten sie eben sein und das versuchen wir natürlich auch mit der Community halt eben abzustimmen. Und das heißt, es wird dieses Jahr auch wieder eine weitere Fusion noch kommen und wahrscheinlich werden wir dann im Jahrestakt fusionieren, sodass man eben sagen kann, dass es auch absehbar ist und auch ein bisschen berechenbar, wo man sagt, okay, und nach einer gewissen Zeit werden die Server zusammengemerged. Wir werden natürlich eben immer ein bisschen gucken, nach wie Aktivität halt ist, wie wir gegebenenfalls ein ganz spezielles Update mal gemacht haben, wo man sagt, okay, man kann diese Server nicht zusammenpacken, weil die ganz unterschiedliche Updates zu einem gewissen Zeitpunkt bekommen haben. Also das spielt da ein bisschen mit rein, aber ansonsten ist der Faktor Zeit der wichtigste. Das ist eine Frage, aber gut. Werden Praktikanten bei euch mit Pilzen bezahlt? Ich glaube, da würden wir auch ein bisschen näher bekommen. Sagen wir mal so, es kommt darauf an, was für Praktikanten. Wir haben natürlich dieses Jahr relativ viel angefangen, auch Schülerpraktika eben anzubieten. Da kriegen wir allerdings natürlich wesentlich mehr Zuschriften, als dass wir sie in irgendeiner Form natürlich vernünftig abarbeiten können. Wir haben damit angefangen, tatsächlich hier und da mal ein Praktika eben anzubieten. In Hamburg gibt es auch den sogenannten Girls and Boys Day, wo Schüler einen Tag aus der Schule raus dürfen. Dort haben wir halt auch schon einen Tag gemacht, wo wir dann über 10 Leute halt hier hatten und einmal in die Spielebranche halt ein bisschen eingeführt haben. Es ging um einen World Chat. Das habe ich mir, ich habe jetzt nur den einen Teil der Frage gerade gesehen noch. Früher war da, also früher im Sinne von, wir haben ja, die Firma ist ja schon ein bisschen länger da, also ich sag mal 5 bis 10 Jahre
da hatten wir noch nie drüber nachgedacht, sowas zu machen, weil so einen Chat in irgendeiner Form zu kontrollieren, dass da kein Mist gemacht wird. Da gibt es so viele Möglichkeiten, Unsinn zu machen. Haben wir das natürlich nicht in Betracht gezogen, das umzusetzen. Mittlerweile mit dementsprechend, das ist dann tatsächlich KI oder AI dahinter, Sachen rauszufiltern und zu blockieren und so weiter, wäre es wahrscheinlich schon eher machbar, das auch umzusetzen. Und deswegen können das auch langsam mehr Spiele halt umsetzen. Das ist eine Sache, die wir bisher noch nicht eingeplant haben. Wie häufig angesprochen, ich nehme es gerne mal mit, bespreche das wirklich mal im Team, aber da müssen wir mal schauen. Hatten wir schon mittlerweile weitere Fragen? Also ich gehe davon aus, das ist dieses typische Abo-Modell, dass man quasi einfach ein bisschen Betrag an Pilzen oder sowas für einen gewissen Geldbetrag quasi erwerben kann und dann halt, ja, wie halt Abo-Modell damit in die nächsten Monate gehen kann. Das haben wir gerade heute auch nochmal intensiver besprochen. Die Frage ja auch schon, oder die Nachfrage natürlich häufiger aufgekommen ist. Haben wir auch auf Discord haben wir das so ein bisschen mitbekommen. Das werden wir auf jeden Fall intern durchsprechen, inwiefern wir das umsetzen können. Ich denke, es könnte wirklich auch eine Sache sein, die, so dieses Thema Quality of Life, wie man eben mit dem Spiel interagiert, manche Sachen halt einfacher gestaltet und es auch eine Sache ist, die gegebenenfalls gar nicht in dem Sinne so teuer ist, wenn man merkt, bei Shakes and Fidget kann man, glaube ich, durch viel Aktivität viel mehr eben hinbekommen, als wenn man sagt, ich bin nur einmal die Woche aktiv und gebe dafür ganz viel Geld aus. Also ich denke mal, es bezieht sich eher so auf, wenn man sowas in Erwägung zieht, so auf den Tagesbedarf oder so, den man so braucht. 320 Alu mit einem 50% Mount in einer aktiven Gilde. Dein Mount musst du immer wieder erneuern und deine Pilze brauchst du ja auch für die Abenteuerlust. Aber die Dinger, die bringen am meisten im Spiel. Und ich glaube, für viele ist das nicht ganz so durchsichtig, dass du dafür eigentlich relativ wenig Pilze brauchst. Es sind nicht viele Pilze und da geht es jetzt nicht um, keine Ahnung, 1000 Pilze pro Tag oder so, ne? Ich hatte noch eine coole Frage und zwar, ist es geplant, stand eben oben, ob die Idole erweitert werden? Okay, guter Punkt. Haben wir lange Zeit nicht angepasst. Sind mittlerweile einige Gesichter auch drin, wo viele sich fragen, wer ist das überhaupt? Guter Punkt. Nehmen wir auch mal mit auf. Finde ich gut. Gibt es irgendwie Dinge, die man schon zum Driving Dungeon sagen kann? Erfahrungswerte oder wie sich das Feature so in Zukunft verhält? Also den fahrenden Dungeon werden wir definitiv wiederholen. Es wird ein gewisser Levelbereich, wo wir Feedback zu bekommen haben, werden wir etwas anpassen. Dieser Dungeon wird unregelmäßig stattfinden. Also da glaube ich, ist auch eben so, dass man gegebenenfalls nicht zu langen Vorlauf dafür braucht, da er nicht so krasse Auswirkungen hat, wenn man ihn halt spielt. Ich habe gerade mal so eine Frage völlig out of Kontext. Es ist aber ganz interessant, so hinter die Kulissen zu blicken bei Playa. Playa ist ja auch groß gewachsen. Es gibt sehr viele Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen. Jetzt ist halt die Frage, spielen denn dann automatisch alle Shakes and Fidgets aktiv oder allgemein? Ganz klare Antwort, nein. Das liegt auch einfach eben so ein bisschen daran, nicht jeder im Team muss das Spiel praktisch aktiv halt spielen. So ein bisschen übertrieben gesagt ist es so, jeder, der in der Erdbeerfabrik arbeitet, muss auch Erdbeersoße oder Erdbeermarmelade jeden Tag essen. Nur manchen gefällt Erdbeeren, die essen es dann halt auch, manche auch eher weniger. Nicht jeder Artist bei uns muss das Spiel jeden Tag halt spielen, aber natürlich diejenigen, die eher mit dem Game Design beschäftigt sind und so weiter, wir haben halt ansonsten eine sehr, sehr hohe Quote im Team, die das wirklich sehr aktiv spielen. Also viele von euch haben da ja auch auf jeden Fall mitbekommen, dass wir eben sogenannte EU-Server starten und da war schon ein bisschen klar, wir wollen lieber eben Kontinental-Server starten, weil wir natürlich die Spielerfahrung für diejenigen, die nicht aus Europa halt kommen, häufig gemerkt haben, dass das nicht so perfekt halt funktioniert. So, deswegen ist es so, dass der America 1 tatsächlich wir ein Server-Cluster in den USA aufgesetzt haben und aufgebaut haben und dass die Server dort drüben auch laufen. Tendenziell die in der EU halt sollten tendenziell auch in der EU spielen, weil das Spielerleben ist da eben so ist, wie ihr es kennt. Wenn ihr es trotzdem macht, klar, ne? Aber so sollte es eigentlich sein. So. Ich habe da was vorbereitet. Es ist ja so, dass wir nicht wirklich herausgeben, um zu sagen, hey, wann kommt das nächste Update? Weil es ist immer häufig schwierig, weil wir eben an Sachen arbeiten und merken, es dauert länger oder jetzt intensiver nochmal auf Feedback der Community eingehen, dann können Sachen sich verzögern. Deswegen wollen wir niemanden frustrieren zu sagen, hey, ihr habt doch gesagt, dann kommt das. Aber damit ihr eben einen wirklichen Ausblick bekommt, haben wir was Kleines, Nettes vorbereitet. Wir schreien dann einmal, wenn es passt vom Bild her. So, ein bisschen weiter. Ist noch nicht, ja, jetzt, perfekt. So sieht es perfekt aus.
So, manche können jetzt gerne kurz genau klippen, schnell mal einen Screenshot halt machen. Also, im Grunde ist es eine Darstellung, teilweise eben Icons, die euch bekannt sind, wo Sachen im Spiel halt schon mal freigeschaltet halt sind. Es ist mehr oder weniger eine kleine Dungeon Map. Und bei einigen Sachen seht ihr ja eben, dass ein Schloss noch dran ist und dass diese Sachen noch nicht vorhanden sind oder demnächst irgendwie freigeschaltet werden. Mit Sicherheit sind dort eben ein paar Sachen dabei, wo ihr sagt, die sind mit Sicherheit überraschend und mit Sicherheit viel Gesprächsstoff, man darüber diskutieren kann. Und das, glaube ich, ist ein ganz netter Ausblick. Also diese Karte selber wird natürlich kein Spielinhalt sein. Es ist praktisch eben eine grafische Darstellung dessen, was gegebenenfalls teilweise ein zeitlicher Ablauf ist, gegebenenfalls auch ein Zusammenhang halt ist. Wir entwickeln gewisse Dinge. So entsteht eben ein Bild, eben eine Map, wo Abhängigkeiten klar werden. Eine Sache, wo ich da gerade nochmal wieder die Frage sehe, wird es neue Völker, Character Designs halt geben. Insgesamt ist bei uns intern auch schon eben das Thema eben Customization. Wie kann ich meinen Charakter gegebenenfalls etwas anpassen, ohne dass es jetzt wirkliche Spielauswirkungen halt hat. Das ist für uns auch ein großes Thema, aber das braucht wirklich Zeit, weil da werden wir mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten euer Feedback halt noch eben einholen, was euch gegebenenfalls gefallen würde, wie wir da vielleicht Vorschläge halt machen, was euch besser gefällt und werden das mit Sicherheit mit einfließen lassen. Ja Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet einiges mitnehmen und wir sehen uns hier bald wieder auf diesem Channel. Lasst gerne mal ein Abo da. Macht's gut.